Hi ihr Lieben und willkommen zum zweiten Teil im Prinzip von meiner kleinen Miniserie zu den Händen, die ja irgendwie das Wichtigste beim Gitarrespielen so ziemlich sind. Außer vielleicht der Gitarre. Ja, letztes Mal ging es um die Anschlagshand. Da haben wir uns mit Dämpfen und so weiter beschäftigt und wie ich das so mache. Diesmal soll es um die Greifhand gehen. Und auch hier wieder der kleine Disclaimer. Der Witz beim Gitarrespielen ist, es gibt nicht das eine Lehrbuch und das stimmt so. Wir sind nicht bei Mathe oder so, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen. Die einen funktionieren für die einen Leute, die anderen funktionieren für die anderen Leute. Ich erzähle euch halt das, was für mich gut funktioniert. Und auch da lerne ich natürlich stetig dazu. Ne? Jeder lernt stetig dazu. Deswegen, falls sich irgendwas grundlegend ändert, mache ich natürlich nochmal ein neues Video in einem Jahr oder 2 oder so. Aber im Prinzip so aus 23 Jahren, die ich jetzt Gitarre spiele, ist das, worauf es bis zu diesem Tag gemündet hat. Die Greifhand ist so ein bisschen ein Mysterium, weil es gibt viele verschiedene Herangehensweisen. Es gibt irgendwie die eher so die bluesige, ne, dass wir so den Daumen hier oben drüber und so. Und dann gibt es eher die klassische. Und da gibt es eben kein richtig und kein falsch so richtig, sondern es gibt immer Sachen, die für die eine Situation angebracht sind und andere sind eben für einen anderen Stil besser. Also wenn ich das hier versuche, mit der Blues-Haltung zu machen, was ich eben gemacht habe, nee, also bei mir geht's nicht. Liegt auch daran, ich habe es schon mal irgendwo erwähnt, dass ich halt einen sehr kleinen Daumen habe. Hendrix oder so hat so einen riesen Daumen. Der hat aber auch kein fettes Legato gespielt. Also, oder sagen wir, Tosin Abasi hat, glaube ich, auch sehr große Finger. Fühle ich jetzt aber nicht als Handicap, sondern das ist halt einfach so. Dafür haben die wahrscheinlich andere Probleme, ihre großen Finger da irgendwo unterzukriegen. Ne? Überhaupt beim Gitarrespielen sowas wie, ich habe zu kleine Finger oder zu große Finger oder zu wurstige Finger. Also wenn ich mir irgendwie so Gary Moore angucke oder sowas, der hat irgendwie immer so voll die Wurstfinger und der hat trotzdem ultra Gitarre gespielt. Also es kann irgendwie kein Hinderungsgrund sein. Django Reinhardt hatte irgendwie 2 Finger, weil die anderen irgendwie beim Unfall abgebrannt sind. Tony Iommi spielt mit irgendwelchen Stahlkuppen, weil er sich in der Fabrik mal einen Finger, glaube ich, oder 2 abgehackt hat. Es gibt da eigentlich keine Ausreden, warum das mit dem Gitarrespielen nicht funktionieren soll. Also, gehen wir mal ans Eingemachte. Erstmal muss man sich klar machen, ob man was abstoppen will, vor allem, oder ob man es eher nicht will. Also wollt ihr Nebengeräusch vermeiden oder wollt ihr, dass es möglichst klar klingt? Klar will man meistens beides, aber zum Beispiel bei Akkorden ist es so, wenn man jetzt, Moment, bin ich gerade auf dem Clean Sound, ja. Und das sehe ich bei mir selber auch. Es gibt manchmal Akkorde, sagen wir mal ein D-Dur. Ich mach mal so einen schönen. Viel schöner. Ja, ein D-Dur. Den könnte ich jetzt nicht irgendwie so, also den würde ich nicht so machen, irgendwie, dass ich dann hier unten noch hänge und so. So würde ich den nie greifen. Mein Finger ist immer so gegenüber und jetzt eben nicht immer, sondern in diesem Fall hier gegenüber so von dem ersten und zweiten Finger. Also so und dann liegt der irgendwie hier und dann so mit dem, sagen wir mal, ersten Fingergelenk. Und dann ist hier ein wunderbarer Abstand und Luft. Bei anderen Chords, zum Beispiel hier beim C, stoße ich schon hier unten dran und finde es auch gar nicht so schlimm, weil es einfach für mich trotzdem gut klappt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fis Major 7 spiele, da bin ich eigentlich fast ganz dankbar, dass hier unten mein Finger noch dämpft. Weil wenn er wirklich jetzt so den Tunnel machen würde, dann müsste ich in jedem Fall ja noch hier mit der rechten Hand, mit der Anschlagshand mitdämpfen. Ne? Also da ist es eigentlich ganz, ganz hilfreich und deswegen sehe ich da auch nichts Schlimmes dabei, wenn eben der Finger hier an der Seite links anliegt, wo er nie eigentlich anliegen sollte, außer vielleicht ja bei besagtem Bluesgriff, ist hier irgendwie so, weil da nehmt ihr euch total die Bewegungsfreiheit. Also ich finde es immer cool, wenn die Hand so schwingen kann.
Was auch ganz wichtig ist, dass eure Finger möglichst gerade und nicht irgendwie so von der Seite aufs Griffbrett treffen. Weil natürlich können wir das irgendwie so machen, dass wir von hier kommen, aber dann wird halt alles, was irgendwie der kleine Finger hier machen muss, wird dann total zur Streckung. Also stellt euch mal vor, irgendwie, und das sieht man echt oft, dass die Finger hier so ganz von hier kommen, ne? Also sagen wir mal so. Schön und gut, der untere Teil passt irgendwie. Jetzt versucht er aber diesen Finger hier noch irgendwie dahin zu kriegen und das ist bei mir eine Ultrastreckung. Was es noch schlimmer machen kann, wenn ihr dann noch den Daumen hier irgendwo liegen habt, so am besten, völlig unmöglich. Also völlig unmöglich, für mich zumindest. Und eigentlich auch logischerweise für alle irgendwie sicherlich, da jetzt noch irgendwie den Finger dahin zu kriegen. Wenn ihr jetzt aber ein Bund pro Seite, so, das ist auch wieder eher dann so ein bisschen die Haltung, ne, in der Mitte, also das, was ich vorhin bei dem Legato, die klassische Haltung im Prinzip gezeigt habe. Dann macht ihr es so und dann sind die Finger relativ, nicht komplett gerade, aber relativ gerade. Und dann macht ihr eben so. Und völlig locker kann da dieser Finger liegen. Weil ich eben nicht irgendwie meinen Finger hier habe, da merkt ihr es schon wieder, ne? Also sobald der muss ja auch nicht komplett da am äußersten Rand des Buntstäbchens liegen. Wenn ich den Daumen ungefähr hier habe, ist es easy. Wenn ich den Daumen hier irgendwo habe, ist es unmöglich fast. Weil es werden dann noch irgendwie hier Seiten gedämpft und was weiß ich was. Ist nicht so schön. Also mega entscheidend, wo ihr euren Daumen habt, wie sehr die Hand schwingen kann und auch wie viel, und das hängt ja ein bisschen damit zusammen, wie viel Platz eure Finger hier unten noch haben. Ne? Und auch sowas wie so Neuner-Akkorde oder so. Also zum Beispiel. Sowas. Auch komplette Streckung meinetwegen. Da habe ich jetzt auf der anderen Seite meinen Daumen noch weiter unten. Also Moment, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen durch die Gitarre drehen verfälscht. Aber schon so ungefähr. Ne? Wenn ich das jetzt mit dem Bluesgriff gemacht hätte, Daumen da drauf und ab geht's, geht gar nicht. Ne? Also das widerspricht sich ja schon von sich aus, dass der Daumen, wenn der hier oben ist, dass dann der Finger da oben nicht mehr, also kaum noch hinkommt. Deswegen, wie gesagt, situativ, was ihr gerade braucht. Ich beobachte auch oft bei mir, dass ich bei manchen Wechseln, bei manchen Akkordwechseln einfach auch mit dem Daumen ein bisschen faul oder wie auch immer liegen bleibe. Nicht unbedingt faul, weil ich muss, also ich mache mal ein Beispiel. Ich spiele hier einen D-Dur und dann möchte ich umgreifen zum B-Moll. Nach dieser kleinen Regel, die ich vorhin genannt habe, die ständig gebrochen werden darf, müsste ich ja jetzt, also ihr wisst noch das mit dem Daumen immer gegenüber irgendwie dem ersten Finger, hätte ich jetzt zum Beispiel hier so den Daumen hier oben. Und wenn ich jetzt zum B-Moll gehe, würde der wahrscheinlich da liegen bleiben. Also ich würde in der Praxis niemals wahrscheinlich so machen, mit dem Daumen irgendwie rübergehen. Das ist einfach in dem Moment nicht so praktisch. Gerade eben beim Schneiden habe ich festgestellt, dass ich einen ganz wichtigen Themenkomplex beinahe ausgeklammert hätte. Und das ist das Dämpfen mit der linken Hand. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso das so scheiße aussieht im Hintergrund. Das ist mein Raum, in dem ich eigentlich arbeite, normalerweise. Wenn mir mein lieber Mitbewohner nicht seinen Raum zur Verfügung stellt, den ich als YouTube-Studio nutze. Aber im Moment ist das nicht möglich. Deshalb müsst ihr leider gerade mal hier mit Vorlieb nehmen. Ja, bitte keine Hinweise dazu, dass der Hintergrund nicht so cool ist, das weiß ich selber. Deswegen mache ich das ja auch so normalerweise im anderen Zimmer. Also beim Dämpfen bei der Greifhand haben wir vor allem die ganze Geschichte mit Funk. Das nenne ich immer so ein bisschen den zuckenden Finger oder beziehungsweise bei Bernd heißt es leichter Finger und schwerer Finger. Also leichter Finger ist, wenn ihr halt die Seiten nicht runterdrückt. Ja, da legt ihr nur leicht auf, zum Beispiel jetzt hier mal den vierten Finger. Und schwer wird er eben, wenn er dann gegriffen wird. Also das Ganze kann dann beim Funk zum Beispiel so klingen.
Schaut auf meinen Finger, wie der da komisch rumzuckt. Funk ist da eben halt die ideale Stilrichtung, sowas zu üben, weil halt diese kurzen Anschläge da einfach drin sind. Deswegen haben wir im Studium auch sehr, sehr viel Funk gespielt und immer wieder diese Sachen machen müssen über mehrere Semester hinweg, weil das irgendwann wirklich einfach so drin ist, wann ich jetzt den Finger drücken muss und wann ich halt Ghost Notes machen muss. Also Ghost Notes sind ja immer diese perkussiven Schläge. Und zum Beispiel ein Riff, das ihr da sehr, sehr gut nehmen könnt, ist Sex Machine von James Brown. Das war immer so bei uns auch das Riff, um das sich vieles gedreht hat. Also ich spiele es jetzt natürlich nicht im Original, weil Copyright und so. Und jetzt zeige ich euch mal, wie unterschiedlich man das machen kann. Der Peter Wölpel, mein Dozent, der hat immer sehr darauf Wert gelegt, dass die, wie bei James Brown, eben ganz, ganz, ganz kurz sind, diese Anschläge. Also wirklich quasi, dass der Ton gar nicht mehr da ist, sondern dass es schon mehr perkussive Elemente hat. Ne? Also das wäre ganz kurz. Und so wäre halt ein bisschen länger. Kurz. Lang. Und ja, das müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Das ergibt sich dann irgendwann mit viel Übung. Und hier seht ihr eben auch, dass vor allem der zweite Finger eben für das Dämpfen wieder zuständig ist. Ne? Also der legt sich immer so drüber, weil natürlich, wenn ihr die Ghost Notes habt, dann soll ja gar kein Ton klingen. Ne? Und wenn halt der Akkord klingen soll, müsst ihr also im Prinzip üben, diese beiden Finger unabhängig von denen, oder am besten alle Finger unabhängig voneinander zu bewegen. Das trainiert ihr damit ultra. Das ist im Prinzip immer eine Bewegung, dass die beiden Finger, also der erste und der vierte Finger, bewegen sich zum Griffbrett hin und greifen eben richtig, werden also schwer. Und in dem Moment gehen der zweite und der dritte Finger weg, weil die ja nicht dämpfen dürfen. Wenn ich aber die perkussiven Schläge haben will, dann muss ich das genau andersrum machen. Ne? Dann in dem Moment gehen dann der erste und der vierte Finger, werden natürlich leicht und liegen nur noch so auf. Und gleichzeitig, um eben noch mehr Dämpfung zu erzeugen, gehen diese beiden Finger, der zweite und der dritte, auch hier hin. Das ist eigentlich nur eine Hilfe. Also das könnte eigentlich auch schon dadurch entstehen. Aber wenn ich das nur so mache, stoße ich ja dauernd gegen die A-Seite. Ne? Und deswegen will ich halt, dass die beiden Finger einfach noch ein bisschen mithelfen. Dann kann ich eben so viel, viel aggressiver und viel härter anschlagen, was im Funk eben auch sehr wichtig ist. Und jetzt gibt es ja noch die Metal-Dämpfung. Das habe ich auch schon mal in anderen Videos gezeigt, zum Beispiel in dem Video zu Nebengeräuschen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so wahnsinnig drauf mehr ein. Guckt euch einfach das andere Video an. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch das Gefühl, ich habe das alles schon mal gedreht in dem Video, weil ich ja alles schon mal in anderen Videos erzählt habe. Ja, also immer wenn ich kurze Anschläge im Metal, schöne prägnante haben will, dann lege ich alle Finger eben zum Dämpfen über die Seiten. So, das wäre es eigentlich auch schon im Wesentlichen. Ich habe euch jetzt, glaube ich, mal so ein paar Problemstellchen, Fragestellungen, Unklarheiten der Greifhand erklärt, beziehungsweise wie ich die meistens zeige oder was es da für Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Situationen, Stilen, Leuten, die das spielen, der Anatomie, wie eure Hand ist. Das ist, würde ich sagen, nochmal viel extremer, viel unterschiedlicher als bei der Anschlagshand. Also habt ihr einen großen Daumen, habt ihr irgendwie lange Finger, müsst ihr erstmal gucken, wo ihr die unterbringt. Das alles ist eben bei der Greifhand sehr entscheidend. Das Ding ist auch hier, wie bei der Anschlagshand, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Philosophie. Sonst würde es es wird nie bei jedem gleich klingen. Und bei beiden Händen ist es eben so, dass ich auch, wenn ich, keine Ahnung, Guthrie Govan oder so spielen sehe oder irgendjemanden oder mich spielen sehe, ich sehe halt irgendwie sehr viele Leute spielen und gucke mir sehr viele Hände an, die Gitarre spielen. Und oft ist es auch so, obwohl das irgendwie, guckt euch mal Regret Number 9 an. Das Solo, das
von Guthrie Govan bei Steven Wilson, bei dem Song Regret Number 9. Das wurde irgendwie mitgeschnitten, wie er es aufgenommen hat. Und es gibt ein Video dazu. Und da macht er auch irgendwie Sachen. Ja, da hat man irgendwie seinen Daumen hier oder so und macht dann auch irgendwie, greift mal hier so komplett rum und so. Und auch da sind Sachen dabei, wo ich sage, okay, das ist irgendwie gilt als der perfekteste, beste, geilste Spieler der Welt. Und trotzdem macht er es jetzt nicht, wie vielleicht jeder das im Schulbuch oder so. Es gibt ja eben kein Schulbuch Gitarre. Das halt, ne, es macht eben jeder so, wie es für ihn funktioniert. Und ich finde, ändern sollte man halt was, wenn man feststellt, okay, es gibt irgendwie eine bessere Möglichkeit, die mir besser liegt. Oder man ist halt irgendwie unzufrieden mit dem, es krampft oder es klingt nicht so, wie man will, Saiten werden verdeckt oder was auch immer. Dann sollte man vielleicht was ändern. Wenn es erstmal so funktioniert, dann kann man natürlich immer noch Alternativen ausprobieren, aber nur weil es falsch aussieht, muss es jetzt nicht falsch sein, sage ich mal. Ja, wie immer hier wieder der Hinweis, im Moment, ihr könnt immer noch mein Album unterstützen. Das geht über den Startnext-Link, den ich euch da verlinkt habe. Es ist kein All-or-Nothing-Funding, sondern im Prinzip jeder Beitrag hilft. Das Ziel muss nicht unbedingt komplett erreicht werden. Mehr geht dann eben in Musikvideos, was auch immer. Im Moment wären die jetzt gerade noch nicht drin. Aber mal schauen, ist ja noch ein bisschen Zeit. Wenn euch das Video oder beide Videos gefallen haben, dann gebt mir gerne ein Abo oder unten ein Like und drückt diese Glocke. Dann werdet ihr auch bei neuen Videos informiert. Ich hoffe, ihr habt erstmal ganz viel Spaß mit euren Händen und erforscht da mal ein bisschen, wie eure Hände funktionieren und was für euch möglich ist. Und ja, probiert rum, erforscht ganz viel. Wie gesagt, es ändert sich im Leben immer wieder. Viel Spaß dabei bei der Erkundungsreise und beim Üben. Und ja, ciao.